Der Dämon wütet und wird von den Seelen der Menschen immer mehr Besitz ergreifen, und die Menschen wehren sich nicht. Sie sind ohne Verantwortungsgefühl. Ihr Wille ist dem Bösen zugeneigt, und ihr Denken und Handeln entspricht diesem Willen. Und also steuern sie selbst dem Abgrund entgegen. Sie beschleunigen den Auflösungsprozess und somit ihren eigenen Untergang. Sie können zwar als geistige Wesen nicht vergehen, doch der Freiheit des Willens werden sie beraubt, weil sie diesen missbrauchten während der Zeit ihrer teilweisen Freiheit. Und dieser Missbrauch des Willens ist die Folge der Willensschwäche, die der Gegner Gottes ausnutzt, um ihn in verkehrter Weise zu beeinflussen. Die Willensschwäche aber, die also Anlass des völligen Verfalles und geistigen Unterganges ist nur zu bahnen durch das Anerkennen Jesu Christi und Seines Erlösungswerkes. Die Welt aber weist ihn ab. Selbst wenn sie ihn noch dem Wort nach anerkennt, selbst wenn die Menschen sich als Anhänger Christi bezeichnen, sind sie weit davon entfernt, das Erlösungswerk zu begreifen, und noch viel weniger nehmen sie die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch, die dem Menschen einen verstärkten Willen eingetragen, also auch Widerstandskraft gegen das Böse ihm zuleitet. Christus und sein Erlösungswerk erkennen heißt, um die Bedeutung des von Jesu gelebten Liebeslebens zu wissen und nun, um die Gnaden des Erlösungswerkes empfangen zu können, auch das gleiche Liebeleben zu führen, also zu wissen, dass nur die Liebe erlösen kann und darum Jesus Christus und sein Erlösungswerk nur anerkannt wird von Menschen, die sich zu diesem Liebeleben entschließen. Dieses Wissen mangelt der Menschheit und wieder darum, weil ihr auch die Liebe mangelt. Und die Folge davon ist ein äußerst geschwächter Wille, der zum Widerstand gegen die böse Macht nicht fähig ist. Es kann die Welt nicht dem Dämon widerstehen, weil sie sich selbst die Kraft verscherzt durch das Ablehnen Christi. Christus und sein Erlösungswerk muss anerkannt werden, ansonsten die Welt ihrem Untergang entgegengeht, so wie sie von ihm Kenntnis hat. Und es ist das Wissen um Jesus Christus auf Erden verbreitet worden. Die Annahme seiner Lehre besteht aber nicht allein im Bekennen durch Worte, sondern in einem Leben in Liebe. Wo die Menschen untereinander liebetätig sind, dort ist das wahre Christentum, und in diesen Menschen wird auch der Wille stark sein, nach oben zum Licht zu gelangen, und die Kraft wird ihnen zugeführt werden, dem Bösen zu widerstehen, denn die Liebeswerke tragen diese Kraft in sich und teilen sie dem Menschen mit. Diese also nehmen die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch, wenngleich es ihnen an Kenntnis mangelt, vom Leiden und Sterben Christi am Kreuz. Haben sie aber diese Kenntnis, so werden sie auch Jesus Christus unweigerlich anerkennen, da in ihnen die Liebe lebt und diese die ewige Liebe, die in Jesus Christus verkörpert war, erkennt. Die Welt aber hat diese Liebe nicht in sich. Die Menschen, welche der Welt angehören, lieben nur sich selbst, und darum liefern sie sich dem Gegner Gottes aus. Sie lehnen Jesus Christus ab, weil er ihnen die Nächstenliebe predigt. Ihr Wille ist verhärtet wie ihr Herz.
Der harte Wille aber gibt sich dem zu eigen, der ihn verderben will. Der Mensch hat zu bösen Taten einen sofort bereiten Willen, zu guten Taten aber keinerlei Willensstärke, denn dieser kann nur allein die Liebe zuwege bringen. Gute Werke aber sind ein Befolgen der Liebelehre Christi. Zu guten Werken gesellt sich das innige Gebet um Kraft, und dem Anhänger Jesu stehen die Gnaden des Erlösungswerkes zur Verfügung. Ein Anhänger Jesu aber ist jeder Mensch, der in der Liebe lebt, der also ihm nachfolgt und sein Liebeswirken auf Erden anerkennt. Dieser wird dem Wirken des Bösen widerstehen können, und er wird einen immer stärkeren Willen aufbringen, so die letzte Zeit gekommen ist. Er wird auch vor der Welt bekennen, dass er der Kirche Christi angehört, und er wird standhalten, wenn der Satan wütet, in der ärgsten Art. Seine Kraft nimmt er von Gott selbst entgegen, und dieser wird wahrlich genügen, um Herr zu werden über den, der seine Seele verderben will. Amen.